Willkommen! Kennt ihr Ilka Freien von Fabrice? Diese aus adeligem Hause stammende deutsche Malerin veröffentlichte viele ihrer Werke unter dem männlichen Pseudonym Karl Freibach. Ein Trick, der ihr in einer Zeit, in der Frauen in der Kunst oft übersehen wurden, den Weg in den Kunstbetrieb ebnete. Zugleich aber dafür sorgte, dass ihre Arbeiten später nur schwer eindeutig ihrem Namen zugeordnet werden konnten. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde nicht als Ilka, sondern eigentlich als Helene Emilie Charlotte von Fabrice 1846 in Dresden geboren. Als Tochter des hohen sächsischen Staatsbeamten Oswald von Fabrice und Helene Gräfin von Reichenbach-Lessonitz, der jüngsten Tochter von Kurfürst Wilhelm II. Von Hessen-Kassel. Ihr älterer Bruder war ein hochrangiger Beamter und diente als Kammerherr des letzten Kurfürsten. 1874 wurde ihr Vater zum außerordentlichen Gesandten Sachsens nach München berufen. Und die Wohnung der Familie im Palais am Karolinenplatz entwickelte sich schnell zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt der Prinzregentenzeit. Sie erhielt ihre Ausbildung bei Franz von Lenbach und war ab 1882 Gründungsmitglied und Vorstandsfrau im Münchner Künstlerinnenverein, einem Zusammenschluss von Künstlerinnen, die sich gegen die mangelhafte Ausbildungssituation für Frauen in der hohen Kunst einsetzten. Ihre Werke wurden auf bedeutenden Ausstellungen der Zeit gezeigt, unter anderem in München und Dresden. Sie wurde auch in Millionärsadressbüchern geführt, zählte 1896 zum bayerischen Hofstaat und mischte sich aktiv in Münchens Gesellschaft ein, unter anderem für die Betreuung von Kleinkindern. Später lebte und wirkte sie in der Toskana, wo sie schließlich 1907 im Alter von 60 Jahren in Florenz verstarb. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil zeichnete sich durch ein akademisch geprägtes Porträt- und Genrebildern aus. Auch greift sie in ihren Werken mythologisch inspirierte Gestalten auf, sowie sind einige Blumenbilder zu finden. Bekannte Werke sind Waldnymphe und weitere Werke, die in internationalen Kunstausstellungen in München und Dresden gezeigt wurden, aber nicht mehr auffindbar sind wie viele andere ihrer Werke. Aber sie hinterließ in den Gästebüchern von Schloss Neubeuern, einem Treffpunkt für Künstler und Adlige, nicht nur Einträge, sondern auch Porträts und Stillleben. Ein einzigartiger Einblick in ihr künstlerisches Wirken und ihre gesellschaftlichen Verbindungen im späten 19. Jahrhundert. Von ihrem Lebenswerk sind nur wenige Werke auffindbar. Viele gingen vermutlich verloren oder lassen sich wegen ihres Pseudonyms Karl Freibach nur schwer zuordnen. Es ist an der Zeit, ihr Leben und Werk endlich genauer zu erforschen. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Ilka von Fabrice gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.